Ja, wir haben mit Cockfish schon recht frühzeitig begonnen, in einer Pilotierungsphase auszuprobieren, wie uns Cockfish hier unterstützen kann im täglichen Alltag. Wir haben mit der Pflege gemeinsam dann in einem Pilotprojekt auf einer Station mal Cockfish installiert und sind sehr schnell drauf gekommen, dass Cockfish uns sehr gut unterstützt in den Prozessen. Man kann sehr gezielt Patienten mal einschätzen in puncto Sturzgefahr, installiert dann die Sensoren auf den einzelnen Bettenstationen und erhält dann frühzeitig eine Information, noch bevor Patienten stürzen. Das heißt, schon die Sturzgefahr wird alarmiert und die Pflege kann dann sehr gezielt zu den Patienten zugehen und diese unterstützen. Wichtig für uns war vor allem der Aspekt Entlastung der Pflege, dadurch, dass sie Wege sparen, aber auch fürs Haus selbst und für die Patientinnen und Patienten eine Unterstützung in puncto Reduktion der Sturzgefährdung. Jeder Sturz heißt ja längerer Aufenthalt in einem Krankenhaus, eventuelle Revisionsoperationen und dadurch mit den Sensoren können wir gewährleisten, dass Patienten sicher durchs Haus kommen und schnell wieder in den Genesungsprozess gehen. Ja, aus kaufmännischer Sicht kann man es ganz klar sagen, je schneller ein Patient das Haus verlässt und wieder genesen, desto besser. Das heißt für uns, wenn wir Stürze sehr frühzeitig erkennen, und dadurch hilft uns ja Cockfish optimal, indem es sehr frühzeitig auch über eine Sturzgefahr schon informiert, können wir Stürze vermeiden und somit auch allfällige Revisionsoperationen. Das heißt, der Patient ist bestens von der Pflege versorgt. Die Pflege selbst wird sehr frühzeitig auch informiert über allfällige Sturzgefahren und das hilft uns auch, die Patienten bestmögliche zu versorgen und sehr rasch den Genesungsprozess auch voranzutreiben. Also speziell für Cockfish haben wir uns entschieden, weil sie jetzt in der letzten Ausbaustufe eine sehr clevere Variante ihres Modells anbieten. Man stattet jedes Bett mit einer Ladeschale aus und gezielt nur dort, wo die Patienten durch die Pflege sturzgefährdet eingestuft werden, können wir sie dann mit einer Sensorik ausstatten, diese Bettenstationen, um die Patientinnen und Patienten bestmöglich gegen Stürze zu schützen. Also neben einer Vielzahl von pflegerischen Vorgaben und Richtlinien, vor allem aus kaufmännischer Sicht, war der Datenschutz sehr wichtig. Datenschutz ist durch Cockfish sehr gut gegeben. Es macht ja keine Überwachung des Patienten, sondern liefert ja ein Tiefenbild, was der Pflege eben sehr gut zeigen kann. Erstens einmal, wo versucht jemand aufzustehen. Man kann ja unterschiedliche Positionen quasi alarmieren, um quasi dem Patienten einen guten Schutz zu geben. Und auf der anderen Seite hat man aber durch das Tiefenbild ausreichend Erkenntnisse, um dann auch zu sehen, falls wirklich mal ein Sturz passiert, wie ist der Sturz einhergegangen und kann dann ganz gezielt auch in Richtung Diagnose, was braucht man in der Versorgung gehen. Ja, aufgrund dieser Docking Stations, dass man diesen Sensor wirklich da installieren kann, wo er gebraucht wird, das war für uns ganz wichtig, weil ja die Patienten immer wieder wechseln. Also wir haben ja nicht dieselben Patienten über eine lange Zeit, sondern wir kriegen immer wieder neue Patientinnen. Und daher kann ich die Sensoren da anbringen, wo ich es brauche. Und das ist vor allem für uns als Akutspital einfach sehr hilfreich. Ja, in erster Linie verwenden wir den Bettpunkt und im Zusammenhang dessen den Bettbalken. Also das kann man sich so vorstellen, wie früher hat es wirklich Bettbalken gegeben, jetzt ist das alles digital. Genau, und dieser Bettbalken informiert uns, wenn ein Patient eine Bewegung macht, die gefährlich ist für den Patienten oder die Patientin. Und dadurch haben wir die Chance, dass wir rechtzeitig kommen und den Patienten einfach bei dieser Bewegung begleiten und gemeinsam die Dinge, die die Patienten machen wollen, sicher gestalten. Also das A und O ist die Schulung der Mitarbeiterinnen. Also wir haben bei dem alten System als auch jetzt beim neuen eine Schulung gemacht, wo alle Mitarbeiterinnen eingeladen worden sind. Auch diese Schulungen waren auch digital möglich für Mitarbeiterinnen, die an dem Tag nicht da waren. Also wir haben wirklich geschaut, dass wir jeden erreichen. Und aber auch die Einbindung von Mitarbeitern, die sehr interessiert sind an der digitalen Welt und die als Multiplikatoren zu verwenden, die wirklich auf der Station sind und denen behilflich sind, die vielleicht sich ein bisschen schwieriger tun mit der neuen Digitalisierung.
Also die Patientinnen sind eigentlich immer sehr, die freuen sich immer, wenn wir reinkommen und uns auch gegenseitig noch immer schulen, wenn Mitarbeiter neu beginnen. Und wir kommen in die Zimmer und wir zeigen die Systeme, freuen sich die Patientinnen eigentlich immer sehr, weil sie auch interessiert sind an dieser Technologie und sie fragen und schaut auch sehr stylisch aus. Also die sind eigentlich sehr positiv dem System gegenüber. Und bei den Mitarbeitern eigentlich auch durchwegs positiv. Sie sind froh, dass wir wirklich eine Technologie haben, die einfach unterstützt im Pflegealltag und man jetzt nicht irgendwelche Balken oder Matten aus irgendeiner Kammer holen muss, sondern das einfach einstellen kann. Es gibt immer wieder Pflegepersonen, die besonderes Interesse haben, weil sie sich einfach für digitale Systeme interessieren. Ja, es beginnt, glaube ich, schon mit der Einrichtung. Also wie schon erwähnt, es braucht sehr viel an Schulung. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, dass die Pflege auch weiß, wie gehe ich mit solchen Systemen um, wie richte ich solche Systeme ein. Und dort, wo es uns wirklich auch hilft und unterstützt im täglichen Alltag, sind auch die Wege. Dass ich dann ein System habe, das mich informiert und alarmiert, bevor jemand aufsteht, anstatt dass ich quasi in den Nachtdiensten dann durch die Zimmer gehe und dann jemanden vielleicht schon gestürzt vorfinde. Das heißt, es hilft uns schon im Prozess, dass wir sehr frühzeitig draufkommen, wenn jemand sturzgefährdet ist und es schon davon abhalten zu stürzen, anstatt dann hinzugehen und jemanden entdecken, dass er gestürzt ist. Aus technischer Sicht war es eigentlich sehr einfach mit Cogvis. Nachdem sie ein Modell haben mit SIM-Karte, sind wir komplett autark von unserem Krankenhausnetzwerk. Das war uns mir sehr wichtig aus sicherheitstechnischer Sicht. Damit war es auch mit der IT relativ rasch und einfach, das System einzubinden. Und über unsere Haustechnik haben wir dann für die Stromversorgung gesorgt und die Installation an den einzelnen Bettenstationen. Es jedenfalls mal auszuprobieren. Ich glaube, man muss sich mit dem System einmal vertraut machen, man muss die Vorteile erkennen und auch das Personal Einblicke geben, wie funktioniert so etwas, was gibt es für Möglichkeiten und sich die Scheu nehmen. Und ich glaube, nach der Probezeit, so war es bei uns zumindest, sind wir sehr schnell zum Punkt gekommen, es ist für unser Haus gut geeignet und wird jetzt auch gut in der Praxis angewandt. Also wenn die Patienten sicher sind und die Pflegenden entlastet, was wollen wir mehr?